Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Mutig Leben Reihe. Mein Name ist Barbara Fischer-Reinecke und ich bin gerne deine ganz persönliche Ermutigungsreiseleiterin. Und ich begleite dich hier auf deinem Weg zu einem mutigeren, das heißt selbstbewussteren, selbstbestimmteren und damit glücklicheren Leben. Wie du siehst, befinde ich mich mal wieder am Meer. Ich habe es nicht so sehr lange in Ubud ausgehalten, weil die Regenzeit jetzt mit voller Wucht eingeschlagen hat und ich darauf irgendwie nicht so furchtbar viel Lust habe. Außerdem liebe ich das Meer über alles und gönne mir den frischen Wind um die Nase immer mal zwischendurch. Und wenn es nur für ein paar Tage ist. Jetzt bin ich hier in Amed an der Ostküste Balis mit ein paar Freunden und nutze die Gelegenheit, dir wieder ein paar schöne Bilder, Szenerien mitzuschicken. Hinter mir siehst du den Vulkan Mount Agung und neben mir ist das Meer. Ich bin hier an einem tiefschwarzen Strand. Gleich zu Anfang habe ich wie immer eine kleine Bitte. Wenn dir dieses Video gefällt und du für dich irgendwas daraus mitnehmen kannst, dann freue ich mich über ein Like. Und achso, das ist da unten und natürlich auch über ein Abo von dir. Das sind zwei kleine Klicks, die nicht nur dir etwas nutzen, denn du verpasst damit nichts in Zukunft mehr, wenn ich hier zum Beispiel noch ein weiteres Video veröffentliche. Diese beiden Klicks nützen aber auch mir und damit der gesamten Community, die daran interessiert ist, mutiger zu werden. Denn der Algorithmus von YouTube, der spielt dann dieses Video anderen Menschen zu, die bereits einmal Interesse an solchen Themen gezeigt haben. So, nun lass uns aber direkt mal in das heutige Thema reinspringen. Ich habe dir in den bisherigen Videos einerseits verschiedene Dinge näher gebracht, die du in Zukunft weniger machen sollst. Andererseits haben wir hier ebenso über einige Dinge gesprochen, die du mehr machen solltest. Diese Balance zu finden, ist für deinen Weg des Mutig-Leben-Lernens sehr wichtig. Um dich selbst und andere noch besser ermutigen zu können, möchte ich dir heute 10 kleine Tools an die Hand geben, also im Grunde Werkzeuge, Möglichkeiten, Tricks oder schlicht Mittel, mit denen du tatsächlich zum perfekten Ermutiger wirst. Diese 10 kleinen Tipps, die man auch als den Katechismus der Ermutigungslehre bezeichnen könnte, habe ich in einem kleinen Heftchen zusammengefasst, das ich dir hier unten gerne auch verlinke. Es heißt Mood Buddy und soll dich auf deinem Weg zu einem wirklich guten Ermutiger begleiten und es passt tatsächlich in jede Tasche. Als ich vor vielen Jahren an einem Tiefpunkt meines Lebens stand, habe ich diese 10 EQs, also die sogenannten ermutigenden Qualitäten, im Rahmen eines Ermutigungstrainings kennengelernt. Anfangs fand ich die Bezeichnung des Trainings und die Benennung dieser Tools ein bisschen Pille-Palle. Ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, welche Macht und Kraft in diesen kleinen, aber sehr entscheidenden Handlungen steckt. Ich habe in der Anwendung dessen, was ich da gelernt habe, schnell gesehen, wie sehr sich die Qualität meines Lebens und damit auch die Beziehung zu meinen Liebsten verändert hat. Einfach magisch. Und du wirst sehen, diese Dinge kann jeder sofort tun, sobald man sich bewusst wird, wie wichtig das ist und sich darum tatsächlich absichtlich, also absichtsvoll bemüht. Also lass uns mal loslegen. Das Erste, was hier ganz, ganz wichtig zu beherzigen ist, Nummer 1, Interesse für andere zeigen. Das ist etwas, was wir viel zu selten tun. Wir kreisen die ganze Zeit ständig um uns selbst herum und achten so gar nicht darauf, dass andere auch möchten, dass wir ihnen Interesse zeigen und schenken, dass wir aufmerksam für sie sind. Und dieses Interesse für jemanden zu zeigen, also sich wirklich zu interessieren und Fragen zu stellen und auch dann zuzuhören, das wirkt wirklich sehr ermutigend und verbessert die Beziehung zum anderen unmittelbar. So, du siehst, ich habe den Ort gewechselt, denn am Strand wurde die Sonne, die gerade aufgegangen ist, schon so heiß, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe. Nummer 2,
Aufmerksam zuhören. Das ist etwas, das die allerwenigsten Menschen können. Auch ich muss zugeben, dass ich zu Beginn meiner Ausbildung zur Individualpsychologin erst lernen musste, mit offenen Ohren und offenem Herzen zuzuhören und dabei meine eigenen Impulse sofort zu antworten und mit meinen eigenen Geschichten aufzuwarten und meinen eigenen Senf sozusagen dazuzugeben, mich zurückzuhalten und dem anderen den ganzen Raum zu lassen. Was ich so da draußen eher wahrnehme, ist so eine Art Ping-Pong in den Gesprächen. Und manchmal graust es mich regelrecht, wenn ich so zum Beispiel im Café sitze und da dann irgendwie mit einem Ohr so ein Gespräch am Nachbartisch belausche. Und das geht dann ungefähr so. Und, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, danke. Oh, mir geht's gerade gar nicht gut, weil A, B, C und bla und dann kommt die große Story. Das heißt, die Frage nach dem Befinden des anderen wird eigentlich nur gestellt, um eine Gelegenheit für sich selbst zu bekommen, um loszulegen. Das ist hier aber nicht gemeint. Aufmerksam zuhören heißt wirklich aufmerksam zuhören. Und im Idealfall zumindest einen Teil des Gehörten wieder zu spiegeln, vielleicht eine Frage dazu zu stellen. So fühlt sich der andere dann gehört, wahrgenommen und ernst genommen. Das ist ein wirkliches Geschenk. Die dritte ermutigende Qualität ist, drittens, Begeisterung zeigen. Also ich persönlich bin eine sehr begeisterungsfähige und, wie man mir immer wieder sagt, auch offenbar begeisternde Person. Das freut mich natürlich und ich trainiere und praktiziere das auch ganz bewusst. Vielleicht ist es da interessant für dich zu wissen, dass Kinder, und jetzt nagel mich nicht auf die genaue Zahl fest, sich im Schnitt mehr als 50 Mal pro Tag begeistern können. Da wird jede kleine Ameise, die des Weges kommt, mit einem Ausruf der Begeisterung begrüßt oder der Ball oder eine Blume oder was auch immer. Wir Erwachsenen begeistern uns da und wir halten das dann für reife. Im Schnitt noch 5 Mal am Tag. Ist jetzt nicht so dolle. Wenn man Begeisterung zeigt, dann wirkt das nach innen und nach außen. Das heißt, man fühlt sich lebendig und andere nehmen einen auch als sehr lebendig wahr. Also ruhig auch mal etwas, das ein anderer erzählt, mit einem begeisterten Tonfall kommentieren. So, das ist ja toll, da freue ich mich aber sehr für dich. Oder so ähnlich. Beachte bitte, dass im Wort Begeisterung Geist steckt. Und insofern ist es auch sehr, sehr gut für unsere mentale Gesundheit, denn im Zustand der Begeisterung werden unsere ganzen Gehirnzellen da oben mit Endorphin geflutet und das hält sie jung und fit. Die nächste ermutigende Qualität, die es zu trainieren gilt, ist Nummer 4, Geduld haben. Also da bin ich ja immer noch am Üben, um versuche besser zu werden. Aber immerhin habe ich schon etliches geschafft. Früher war ich nämlich das HB-Männchen in weiblich sozusagen. Heute muss dann doch schon einiges mehr passieren, um mich wirklich in die Ungeduld zu bringen. Aber wenn es sehr laut ist oder Menschen meine Grenzen nicht wirklich beachten, dann kann ich doch schon mal recht ungeduldig reagieren. Insgesamt ist es wichtig, dass du verstehst, dass du bei dir selber anfangen musst, Geduld zu haben. Also sei geduldig mit dir selbst und erst dann kannst du wirklich auch Geduld mit anderen haben und diese auch weiterentwickeln. Das ist ja das Ziel, dass wir immer besser werden. Besonders Kinder und alte Menschen reagieren sehr positiv auf die Geduld, die wir ihnen entgegenbringen und das tut dann am Ende ja allen gut. So, jetzt kommt auch schon Nummer 5 und das ist der freundliche Blick. Wenn du deinen Mitmenschen freundlich anschaust und anlächelst und auch dich selbst schon am frühen Morgen im Spiegel freundlich anlächelst, dann ist es eine für alle wunderbare Erfahrung. Tatsächlich sehr ermutigend. Ob an der Supermarktkasse oder im Aufzug, ob beim Spaziergang oder im Büro, im Treppenhaus oder in der Fußgängerzone. Ganz egal, wo du Menschen begegnest, schaue und lächle sie freundlich an. Du wirst erleben, dass sie fast alle zurücklächeln.
Das hat nämlich etwas mit unseren Spiegelneuronen im Gehirn zu tun, die wir benutzen und dringend benötigen, um unser Umfeld emotional abzutasten und dann adäquat darauf zu reagieren. Also man hat festgestellt, dass selbst kleinste Kinder schon auf das Lächeln ihrer Mütter zum Beispiel mit einem Gegenlächeln reagieren. Sie fühlen und spiegeln entsprechend das, was die Person, also ihr Gegenüber, fühlt und tut. Ja, und wenn man schon freundlich schaut, dann ist es kein großer Schritt mehr zum freundlich Sprechen. Das ist unsere Nummer 6. Beides geht ja ohnehin fast automatisch zusammen. Wobei, wenn man freundlich schaut, ist es schwer, unfreundlich zu sprechen. Jedoch können manche Menschen, habe ich zumindest festgestellt, freundlich sprechen und dabei unfreundlich schauen. Das erstaunt mich immer wieder, wie die das hinkriegen. Also achte ganz bewusst darauf, dass diese beiden ermutigenden Qualitäten gemeinsam zum Einsatz kommen und widerstehe bitte der Versuchung, auf bestimmte Dinge in deiner Außenwelt ad hoc und unüberlegt unfreundlich zu reagieren. Die nächste ermutigende Qualität ist für viele eine Herausforderung, besonders am Anfang. Und das ist Nummer 7. Das Positive suchen. Ich behaupte ja, es gibt in absolut allem etwas Positives. Man muss nur lange genug danach suchen. Mein Lieblingssprichwort in diesem Zusammenhang ist: Jedes Ding hat eine helle Seite. Und wenn es keine hat, dann musst du die dunkle so lange reiben, bis sie scheint. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich eine Klientin, die sich beim Sport den Fuß gebrochen hat und die partout nichts Gutes daran finden konnte. Ich habe sie liebevoll ein bisschen an die Hand genommen und mental gesprochen sozusagen. Und nach einigen Minuten kam sie drauf. Nun hatte sie endlich Zeit, all die Bücher auf ihrem Nachttisch zu lesen und ihren Mann mal richtig schön für sich laufen zu lassen. Als sie das dann so sehen konnte, hat sie sich richtig auf die 6 Wochen Gipsbein gefreut. Die nächste EQ ist Nummer 8, Versuche und Fortschritte anerkennen. Die eigenen und die der anderen. Seien es die Kinder, die müssen ja schließlich alles irgendwie zum ersten Mal machen und sind damit logischerweise noch nicht perfekt da drin. Wenn also ein Kind lernt, Schuhe zu binden, dann ist es wichtig, es gleich zu ermutigen und zu sagen, boah, das sieht doch schon ganz gut aus, willst du es gleich nochmal probieren? Wenn wir dagegen das Kind kritisieren, dann hat es überhaupt keinen Ansporn, weiter zu lernen und besser darin zu werden. Oder Mitarbeiter, Auszubildende, auch der Partner, die Partnerin, völlig egal. Wir sind alle ein Leben lang Lernende. Wir probieren neue Dinge aus und logischerweise gelingt das nicht immer. Also es ist extrem wichtig, Versuche und Fortschritte anzuerkennen. Die nächste ermutigende Qualität heißt 9. Das ist tough, selbstverantwortlich handeln. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen tricky. Viele Leute schieben nämlich gerne die Verantwortung, oft sogar im Sinne von Schuld, auf die anderen und schauen nicht so sehr auf den eigenen Anteil, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Und natürlich haben wir aber alle an allem immer einen eigenen Anteil, solange wir in dieser Welt sind. Und sei er noch so klein. Das fängt schon beim Wetter an. Wenn ich sage, ich kann nicht zum Beispiel rausgehen joggen, weil es regnet, weil du so oder so gehandelt hast oder weil jetzt ABC, weil mein Chef DEF, muss ich jetzt XYZ. Ja, diese Art zu denken, fühlen und zu handeln macht dich aber automatisch immer zum Opfer. Und als Opfer hast du ehrlich gesagt verschissen. Sorry für die Ausdrucksweise, aber du hast dann keinerlei Möglichkeiten in deinem Kopf mehr zu handeln. Denn du erzählst dir ja die Geschichte, die anderen hätten die Macht, nicht du. Und das mag dein Gehirn überhaupt nicht. Dein Gehirn will lieber gestalten, Lösungen und Wege finden. Also frag dich lieber, was hat dazu beigetragen, dass es so gekommen ist? Und dann kannst du die Gestalterfrage schlechthin stellen. Was kann ich jetzt tun? Wir hatten das im vorigen Video schon. Es gibt zudem einen sehr klugen Spruch und der heißt, wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht.
Das war für mich damals ein echter Aufwecker. Danach hat sich für mich alles geändert. So, die letzte EQ, die es noch gibt, also Nummer 10, wir haben 2 Hände voll, heißt Körpernähe herstellen. Und ich halte das tatsächlich für extrem wichtig und es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen ohne körperliche Nähe gar nicht existieren können. Zumindest nicht, ohne seelisch krank zu werden. Und nicht auf die Dauer selbstverständlich. Nun sollst du natürlich nicht mitten in der Fußgängerzone wild fremde Leute anfallen und mit denen kuscheln wollen. Aber du kannst zum Beispiel deinem Kind mal ganz bewusst die Hand auf die Schulter legen. Oder es in den Arm nehmen. Oder auch bei deinem Partner oder deiner Freundin einen Händedruck mal ganz bewusst etwas länger machen. Oder überhaupt mal die Hand wieder schütteln. Oder mal den Unterarm drücken. Die Schulter berühren. So, es gibt ganz viele Gesten, die man da ausführen kann. Aber es ist für dein Nervensystem total beruhigend, weil wir Menschen haben früher mal im Rudel gelebt und so sind wir ja entstanden. Das ist unsere Geschichte. Wir sollten uns also unbedingt häufiger mal wieder umarmen. Und das geht auch alleine. Also selbst meinen Klienten, die oft über mangelnde Nähe klagen, sage ich immer, mach das doch selber. Nimm dich mal selber in den Arm. Streichel dich, creme dich ein nach dem Baden, das liebt der Körper total. Und vor allem, wenn du dabei die Augen schließt, dann kann dein Gehirn überhaupt nicht unterscheiden, ob du das selber bist oder jemand anders. Und dein gesamtes Hormonsystem wird dir das danken, denn dein Körper, deine Haut liebt es, berührt zu werden. Und wie gesagt, wenn es niemand anderes macht, dann mach es doch eben selbst. Und wenn du nun all diese schönen EQs, diese wunderbaren, ermutigenden Qualitäten regelmäßig trainierst und anwendest und die dann noch mit einem Spritzer Humor garnierst, dann ist das perfekt. Und mit dieser perfekten Mischung aus Interesse für andere zeigen, aufmerksam zuhören, Begeisterung zeigen, Geduld haben, freundlich schauen, freundlich sprechen, das Positive suchen, Versuche und Fortschritte anerkennen, selbstverantwortlich handeln und Körpernähe herstellen, gewürzt mit einer Prise Humor, wird dann ganz sicher alles gut. Im Übrigen sind diese 10 EQs in ihrer Ermutigungswirkung tatsächlich ansteckend. Und ich frage mich immer, womit will denn ich ansteckend sein? Auf jeden Fall nicht mit Schnupfen, aber auch nicht mit Wut oder Hass oder Ablehnung. Gerade in der aktuellen Zeit oder wenn man so sagen will, seit Corona, ist das Ausmaß an Unfreundlichkeit enorm gestiegen. Und das hat auch damit zu tun, dass alle Menschen Masken vorm Gesicht tragen und man ihre Mimik gar nicht mehr erkennen kann. Wenn du ein Ermutiger in dieser Welt sein willst, dann nimm deine Maske, wann immer es geht, ab und stecke deine Mitmenschen mit Freundlichkeit, Heiterkeit und Begeisterung an. Das ist mein Muttipp für dich. Nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag voller Ermutigung, die du dir selbst und ja nun auch den anderen geben kannst. So machst du tatsächlich die Welt zu einem besseren Ort. Durch die Anwendung der 10 EQs. So einfach kann es sein. Ich freue mich total für dich. Mach's gut, bye bye. Ciao, ciao, deine Barbara Fischer-Reinecke, Ermutigungsmeisterin unter der Sonne, also zumindest unter der gerade aufgegangenen Sonne Balis. Ciao, ciao.